Rodion Nachapetow ist einer der ersten russischen Schauspieler, die in Hollywood zu Ruhm kamen. Star des sowjetischen Kinos, romantischer Held, Intellektueller, Symbol der 60er Jahre. Selbst der junge Lenin war hier in Amerika nur ein aufstrebender Drehbuchautor. Im Jahr 92 unternimmt Rodion noch einen letzten verzweifelten Versuch, einen Vertrag mit der 20th Century Fox abzuschließen. Vor der Abreise sagte Natascha zu mir, weißt du was? Hier, nimm das mit als Segen. Dieser heilige Johannes von Shanghai hat auch meiner Mutter geholfen. Vielleicht hilft er dir ja auch. Und überreichte mir ein kleines Heiligenbildchen, dieses hier, von Johannes von Shanghai. Die Begegnung mit dem Hollywood-Boss hat nicht von Anfang an funktioniert. Als wir bereits im Studio waren, begann ich mit meinem Co-Autor darzulegen, wie wir uns diesen Film dachten. Doch wir sahen, dass unser Gegenüber eine immer saurere Miene bekam. Es war offensichtlich, dass er nicht interessiert war und alles wies bereits auf Abschied hin. Da fühlte ich plötzlich eine von diesem Bildchen ausgehende Wärme in meiner Seitentasche und dachte mir, da kommt noch etwas. Und auf einmal sagt er doch, Jungs, setzt euch hin, schreibt das Drehbuch, dass mir nur was Anständiges dabei herauskommt. Von so einem kleinen Stück Papier eine solche Kraft. Für mich ist klar, dass dieser Mann ein Wunder vollbracht hat. Ein reines Wunder. So hat Johannes von Shanghai Nachapetow geholfen, seinen Platz in Hollywood zu finden. Aber noch wichtiger ist, er hat den eingefleischten Atheisten ein für allemal in einen Christen verwandelt. Alles, was mir an atheistischer Erziehung in der Sowjetunion angehaftet war, fiel ab in einer Sekunde. Ich habe sofort geglaubt, dass es Heiligkeit gibt, an die Kraft der Heiligen, dass es einen solchen Glauben gibt, der Wunder vollbringen kann. Der jahrzehntelange Ballast der Sowjetzeit flog schnell auf, platzte ab wie eine oberflächliche Schicht, die künstlich war und unnötig. Der Lieblingsheilige der russisch-orthodoxen Auslandskirche, Hirte und Beschützer der ersten großen Welle der russischen Immigration, er war es, Erzbischof Johannes von Shanghai, der in den 50er Jahren den US-Senat überredete, Tausende russischer Flüchtlinge aus dem kommunistischen China aufzunehmen. Sein Lebenswerk war der Bau der Kathedrale von San Francisco, sein ganzes Dasein ein Leben in Gebet und Askese, ein tagtägliches Wunder. Der russische Emigrant Michail Maximowitsch absolvierte die Belgrader Universität und legte mit 30 Jahren das Mönchsgelübde ab und bekam den Namen Johannes. Schon damals in Serbien gab man ihm zuweilen den Beinamen Engel Gottes in Menschengestalt. Mit 34 ernannte man den jungen Mönchspriester zum Bischof der Diözese von Shanghai. Weitere Informationen zur Biografie des Heiligen können selbst Kinder der orthodoxen Schule in San Francisco geben. Er baute eine Kathedrale in Shanghai, die Kirche Freude aller Lebenden. Ich weiß, dass er in Shanghai ein Waisenhaus gegründet hat und eine Schule für Waisenkinder. In der Tat, in Shanghai galt der namhafte Erzbischof Johannes Maximowitsch als außergewöhnlicher Bischof. Die einen nannten ihn wunderlich, andere einen Wundertäter. Zuweilen erschien er im Krankenhaus, wobei niemand ihn dorthin gerufen hatte. Er hat einfach russische Patienten besucht. Eine Frau erzählte, ich wachte einmal auf, da sah ich diesen kleinen Mann, gekleidet in Schwarz, der saß auf meiner Bettkante. Sie lag im Sterben und am nächsten Morgen fühlte sie sich besser. Solche Fälle gibt es reihenweise, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Oleg Reut wuchs in Shanghai auf und erinnert sich an den Hunger, das zwanghaft asketische Leben, das Tausende von russischen Emigranten in China führten. Heißes Wasser gab es nicht. Man musste heißes Wasser von den Chinesen kaufen. Der Chinese an der Ecke kochte Wasser. Jede Familie hatte so ihre eigene Zeit, um sich zu waschen. Aber Bischof Johannes schien in Not und Entbehrung nicht genug.
Täglich ein kaltes Bad um 4 Uhr morgens, eine spärliche Mahlzeit einmal am Tag, ein Nickerchen im Sessel, das ist der Ablauf, den er strikt einhielt. Bischof Johannes schlief nicht im Bett, sondern im Büro, in einem Sessel. Man sagte sich, er trüge sogar Fußgewichte. Er ging in chinesischen Schlappen umher, ohne Socken, so eine Art Holzpantoffeln. Als wir Hunger hatten, stellten wir Kinder uns vor den Ikonen auf und begannen zu beten. Lydia Ionina überlebte die damaligen 40er in Shanghai nur dank der Unterkunft, die Bischof Johannes für obdachlose Kinder eingerichtet hatte. Angefangen hat es mit 8 Kindern, später waren es bis zu 2000. Dort wurde auch der spätere Sänger Nikolai Massenkow erzogen. Jeden Morgen stellten wir uns auf der Straße auf, erhoben die russische weiß-blaue Flagge und sangen »Gott schütze den Zaren«. Fehlte der Chor aus irgendeinem Grunde, trat der Bischof selbst vor die Heimkinder und man zeigte ihm dort, dieser hat eine herausragende Stimme und dieser hier auch. So wurde ich ausgewählt. Dies gab mir einen guten Start. Er war für mich der einzige Vater in meinem Leben und ich lebte im Schein seiner Heiligkeit und seines Wohlwollens. Kranke und hungrige Kinder hat Bischof Johannes eigens von den Straßen aufgelesen und manchmal zog er sie sogar aus den Mülltonnen. Jeder Findling wurde sofort getauft. Er ging umher, kontrollierte sämtliche Tonnen, zog Chinesenkinder direkt aus den Mülltonnen. Man hat ihm gesagt, Bischof, wir haben doch nichts, um sie zu ernähren. Da betete er eine ganze Nacht durch. Es gab wirklich keine Lebensmittel. Am Morgen brachte dann irgendein reicher Spender einen ganzen Lastwagen voll mit Mehlsäcken vorbei. Da waren alle erstaunt und jeder sagte, nun wirklich wahr. Man brachte ihm stets Kleidung, Decken, Essbares. Und vor dem Eingang zur Kathedrale auf der Straße standen immer ein paar Bettler. Da wartet er nur, dass diese Spender außer Sicht waren, nimmt sofort alles unter den Arm, bringt es heraus und verteilt es unter den Armen. Bischof Johannes hat jeden Tag zu Fuß die Runde gemacht in den Krankenhäusern von Shanghai, Kranke besucht. Claudia Motovilova war damals ein kleines Mädchen und litt unter Bauchfellentzündung. Ohne Antibiotika konnte der Arzt nicht helfen. Meine Mama hat fürchterlich geweint. Da hat sie den Bischof getroffen und der fragte, warum weinen Sie denn? Meine Claudia stirbt. Er fragt, wo ist sie? Dort, in einem bestimmten Krankenhaus. Ich erinnere mich nicht mehr, wie er zu mir kam, hörte ihn nur, wie er betete. Als ich wieder zu mir kam und die Augen aufschlug, sah ich den Bischof vor mir stehen. Ich begrüßte ihn. Bischof. Ja, sagte er, das bin ich. Bischof, sagte ich sterbe. Darauf er. Nein, du wirst nicht sterben. Und da du schon wach bist, sagte er, komm, lass uns zusammen beten. Und so begannen wir gemeinsam zu beten. Ich habe gebeichtet, er hat mir die heiligen Gaben gegeben und verschwand. Meine Temperatur hat sich stabilisiert. Als der Arzt kam, traute er seinen Augen und Ohren nicht und erkundigte sich, ist alles in Ordnung? Herr Doktor, ich weiß nicht genau, aber ich denke, es geht mir gut. 1949 wurde Shanghai von chinesischen Kommunisten besetzt. Die richteten in der Kathedrale eine Aktienbörse ein. Die gesamte orthodoxe Gemeinde wurde eilig auf die Philippinen evakuiert. 5000 russische Flüchtlinge landeten auf den Inseln und bauten mitten im Dschungel eine Zeltstadt auf. Alle Filipinos, die sind so, oh, ein Taifun beginnt, da sammeln sie ihre Habe zusammen und verlassen die Insel. Nur wir Migranten, ich weiß nicht, wie viele es von uns waren, Tausende, blieben. Er ging umher mit dem Kreuz, bekreuzigte alles und der Taifun zieht vorbei. Die kommen zurück und sind verwundert. Als wir dann fortgingen, nach etwa 2,5 Jahren, die wir dort lebten, wurde alles zerstört. Bischof Johannes Maximowitsch sandte ein Schreiben an den US-Präsidenten mit der Bitte, die Grenze zu öffnen für die aus China zurück evakuierten Russen. Er hatte sogar auf den Stufen zum Kapitol gesessen, um den Senatoren zu signalisieren, er geht nicht weg ohne angemessene Lösung.
Der Bischof kam nach Washington und saß dort. Er segnete die Senatoren, die vorbeiliefen, und lächelte. Da sagten die, was ist denn das für ein Mönch, der immer lächelt und winkt? Und? Durchgekommen. Das war so außergewöhnlich. Er bekam das Gewünschte. Alle konnten einreisen. So haben Tausende russischer Immigranten Zuflucht in Kalifornien gefunden. Zunächst einmal erwarb die Gemeinschaft ein Gebäude in San Francisco für das Waisenhaus. Wir waren anfangs um die 20 Mann. Unten die Jungs, die Mädchen schliefen im Obergeschoss. Hier wählte Bischof Johannes auch einen Raum für sich selbst aus. Diese winzige Zelle wurde zum erzbischöflichen Wohnsitz. Die Schankaier Gewohnheiten gab er nie auf bis ans Ende seines Lebens. Hier ist der Platz, wo er saß und arbeitete. Fast rund um die Uhr war er in Sorge um Gott und die Menschen. 40 Jahre lang hat er sich nie ins Bett gelegt, ist nur für kurz in der Nacht auf dem Sessel eingeschlafen. Um sich selbst hat er sich nie Gedanken gemacht, was zu essen, wo zu schlafen. Manchmal ist er sogar in der Kathedrale in San Francisco eingeschlafen, mitten auf dem Boden. Hatte gebetet im Altar, so hat man ihn gefunden. Zum Leidwesen seiner geistigen Kinder wurde Bischof Johannes 1950 in die westeuropäische Diözese übersandt, hat sich dort um die orthodoxe Kirche in Frankreich und den Niederlanden gekümmert. In Paris hat ihm viele Jahre als Kathedrale eine Garage mit Verbindungstür zu angrenzendem Zimmer gedient. Die bescheidene Gemeinde hatte keine andere Kirche. Auch französische Katholiken baten nicht selten den russischen Bischof um dessen Gebete und nannten ihn Heiliger Johannes der Barfüßige. Manchmal ging er geradewegs auf fremde Menschen zu und erkundigte sich, wie geht es ihrem Herzen oder was macht ihr Mann? Hat er sich erholt? Menschen, die er nicht kannte. Bei ihm war das so. Er sah einige Dinge, die wir nicht verstehen, aber er sah sie. Seit seiner Rückkehr nach San Francisco wurde für Erzbischof Johannes zur Hauptsache all seines menschlichen Strebens der Bau der Kathedrale der Heiligen Gottesmutter Freude aller Leidenden. Ich musste damals das Geld verwalten, das die Leute gaben. Von ein paar $, im Monat bis zu großen Fonds. Es war hart, sehr hart, diesen Bau zu beenden. Der Bischof flehte, wie er nur konnte, die Menschen um Unterstützung an, dazu beizutragen, sein Anliegen zu erfüllen. Die Spaltung in der örtlichen orthodoxen Gemeinde führte dazu, dass man Erzbischof Johannes bald den absurden Vorwurf von Verschleierung von Geldern für den Bau der Kathedrale machte. Und der betagte Bischof hatte sogar vor Gericht zu erscheinen. Die Spaltung war noch aus der Zeit, bevor der Bischof kam. Er kam gerade her, um den Zwist zu befrieden. Aber obwohl er ihn besänftigt hatte, gab es doch diejenigen, die ihn verurteilen wollten. Und natürlich wurde der Bischof letztlich freigesprochen, hat das Gericht seine Unschuld festgestellt, sodass in Folge auch seine Gegner und die ganze Sache verstummten. Als Rodion Nachapetow mit der Biografie von Johannes Maximowitsch vertraut wurde, sah er ihn wie leiblich vor sich. So eine außergewöhnliche Persönlichkeit wäre nicht einmal einem Hollywood-Drehbuchautor eingefallen. Mich als Regisseur beeinflussen natürlich solche Eigenschaften. Wie Natascha schon gesagt hat, dass er nur selten Schuhe trug. Es gibt Anekdoten darüber, dass man ihm sagte, er müsse immer mit Schuhen sein. Eine einflussreiche Person hatte ihm das gesagt. Und bei der nächsten Gelegenheit, als er den wiedersah, trug er die Schuhe in der Hand. Da sagte dieser, was machst du denn mit deinen Schuhen in der Hand? Nun, Sie haben mir doch gesagt, ich müsse immer mit Schuhen sein, also habe ich meine Stiefel bei mir, lief aber barfuß. Und wie er redete, wir haben eine Aufzeichnung von seinen Predigten und dieser Aufnahme auf dem Tonträger folge ich dann mit geschlossenen Augen. Ich höre und sehe ihn vor mir. Es fällt mir leicht, ihn mir vorzustellen. Ich kenne sein Gesicht gut und sehe regelrecht, wie er diese Botschaft übermittelt. Er hatte Schwierigkeiten beim Sprechen.
Er war ziemlich unansehnlich. Also kein gut aussehender Bischofsschönling, war von kleiner Statur, bucklig, redeungewandt. Er war manchmal sogar schwer zu verstehen, als er sprach, denn sein Mund war ein wenig schief gezogen. Einige seiner Kritiker behaupteten sogar, dass er sich nie gewaschen hätte. Nichts dergleichen, er hat jeden Tag geduscht, sein Haar gekämmt, einmal am Tag. Bei jedem Mal, wenn Erzbischof Johannes die göttliche Liturgie zelebrierte, war er wie verwandelt. Ich bin überzeugt davon, dass er Engel gesehen hat während seiner Gottesdienste. Im Besonderen erinnere ich die Momente zur Zeit der eucharistischen Verwandlung der heiligen Gaben. Worte können nicht dem Zustand gerecht werden, um die Atmosphäre im Altarraum in diesem Augenblick zu beschreiben. Er musste schon beängstigend krank sein, um aus irgendeinem Grund nicht täglich in der Kirche während der Morgenandacht oder beim Abendgottesdienst zu sein. Am Sonntag hatten wir wie hier eine frühe und eine späte Liturgie. So stand er stets der früheren bei und diente selbst in der späteren. Nach der göttlichen Liturgie brauchte der Bischof immer Atem, um abzukühlen. Gemächlich näherte er sich dann den einzelnen Ikonen in der Kirche, schritt sie ab, auch um Zeit zu gewinnen und abzukühlen nach der Liturgie, weil er wieder mit einer solch inbrünstigen Intensität und innigen Gebeten die Liturgie vollbracht hatte. Es war auch für uns, die wir es miterlebt hatten, jedes Mal ein Gefühl von Gänsehaut über den ganzen Körper. Morgens war er in der Kirche und nach der Liturgie machte er sich auf den Weg in eines der Krankenhäuser von San Francisco, um dort Orthodoxe zu besuchen, Bekannte und Unbekannte. Bei seinen Besuchen überprüfte er in den Krankenhäusern, wo sich Orthodoxe befänden. Und wenn es nicht bemerkt war, schaute er auf die Namensliste und betrat dann die Krankenzimmer. Für viele Patienten waren seine Besuche von entscheidender Natur. Ein Anruf, die Frau fragt, wie sie ihren Mann begraben solle. Ich frage, wann er starb, doch er war noch nicht gestorben. Seltsame Frage, wenn der Mann noch lebte. Ich legte auf und ging zum Bischof, und er erkundigte sich über das Gespräch. Er fragte immer nach, erfahre in welchem Krankenhaus. In diesem Fall war es das französische Krankenhaus, in unmittelbarer Nähe. Wir brachten ihn gleich dorthin. Der Mann lag im Sterben, er hatte etwas mit seiner Kehle. Die Kehle war angeschwollen. Der Bischof hat alle angehalten zu gehen und hat gebetet, dann ihm die heiligen Gaben verabreicht. Dieser Mann hat sich danach erholt und starb erst 2 oder 3 Jahre später aus einem ganz anderen Grund. Ganz San Francisco kannte diesen seltsamen russischen, etwas gebückten Mönch in Sandalen an den nackten Füßen, dessen Gebet stärker war als der Tod. Die Amerikaner kannten ihn schon, nannten ihn einfach den heiligen Johannes, heiliger Johannes, der russische Heilige. Da passierte das mit meiner Angehörigen, auch dort im französischen Krankenhaus. Sie war schon fast gestorben. Und meine Mutter war in der Kathedrale und weinte. Der Bischof kam gerade vorbei, verneigte sich vor den Ikonen. Er sah sie und sagte, Evdokia Andrejewna, warum weinen Sie? Und sie antwortet, oh, die Oma Sadowska, die liegt im Sterben. Wahrscheinlich ist sie schon tot. Wo ist sie? Im französischen Krankenhaus. Sie hätten sehen sollen, wie er losgelaufen ist in Richtung 6th Avenue. Er lief und fand sie sogar noch am Leben, das Herz schlug noch. Er hat sie sich auserbeten, innig gefleht, ihr die heiligen Gaben gereicht. Dann ist er nach Seattle gefahren und selbst dort gestorben. Der Erzbischof von Westamerika und San Francisco, Johannes Maximowitsch, starb im Alter von 70 Jahren. Ihm zu Ehren wurde innerhalb von 2 Tagen ein lokales Gesetz geändert, das die Bestattung innerhalb der Stadtgrenze von San Francisco untersagte. Nach dem Gesetz ist das unmöglich, weil es immer erst Anhörungen gibt, Hearing, so nennt man das hier. Irgendwann dann, nach ein paar Wochen, ist die zweite Anhörung. Dann dauerte es üblicherweise noch ein paar Monate. Aber hier ist alles in 2 Tagen passiert.
passiert, wurde ein Gesetz geändert. Das ist unmöglich. Ich erinnere mich an den Ort, wo seine Gruft war. Das sollte zuerst als Lager genutzt werden. Ich bohrte dort Beton, war schmutzig und müde von der Arbeit, als der Bischof vorbeikam und sagte, mach deine Arbeit hier gut, das ist mein Platz. Als er dann starb, errichtete man eben in diesem Zimmer seinen Schrein. Dann erst wurde mir auch klar, was es damals auf sich hatte mit, wo du arbeitest, ist mein Platz. 1993, mehr als 20 Jahre nach dem Tod von Erzbischof Johannes, fand man seine Reliquien unversehrt, bettete sie in die Kathedrale, die er gebaut hatte, und nahm den Wundertäter von San Francisco in den Stand der Heiligen auf. Sie könnten den gesamten serbischen Friedhof umgraben, und doch, sie werden in keinem Grab außer Knochen etwas weiteres finden. Nun, sehen Sie hier diesen Mann, den alle zu Lebzeiten schon als Heiligen erkannt haben. Es sind 25 Jahre vergangen, sein Grab wurde geöffnet und er ist unversehrt. Ich hatte nicht im geringsten meine Zweifel, dass er zum Heiligen wird. Da gab es keine Zweifel. Und alle wussten, dass er ein Heiliger wäre. Schon vor der Öffnung sozusagen seines Sarkophages oder Sarg, wie man das nennt, wusste jeder, dass alles absolut korrekt nach kanonischen Regeln ablaufen würde. Heute wissen selbst die Erstklässler in der orthodoxen Schule von San Francisco, wer der heilige Johannes ist. Wisst ihr noch, welches Tier der heilige Johannes immer bei sich hatte? Eine weiße Taube, genau, das ist richtig. Und die weiße Taube flog an der Seite des heiligen Johannes, als er wohin ging? Die Gesamtschule, an der Kinder aus orthodoxen Familien verschiedener Nationalitäten unterrichtet werden, trägt den Namen des heiligen Johannes von Shanghai und San Francisco und wurde in der Tradition des Bischofs gegründet, der selbst Hunderte von Jugendlichen erzog. Wir haben ein sehr unchristliches Umfeld und wollen, dass unsere Kinder sich daran erinnern, dass sie orthodox sind und Russen, dass das Wichtigste im Leben Gott ist. In den amerikanischen Schulen, vor allem in San Francisco, passiert Schreckliches. Gerade das Gegenteil wird unterrichtet. Wir wenden uns ständig an ihn, Rodion und ich, die ganze Zeit, jeden Tag. Es scheint, als würde er im Haus mit uns leben. Hier trage ich einen Anhänger mit seiner Ikone und es scheint, als wäre er lebendig. Der heilige Johannes von Shanghai half der Hollywood-Produzentin Natalia Schlepnikow, ihren Mann Rodion Nachapetov, zum orthodoxen Glauben zu bekehren und wurde Schutzpatron der Familie. Ich kam aus der Sowjetunion. Meine gesamte Kindheit und Schule und Universität, all das verlief in Russland, in Moskau. Sie haben uns da im Atheismus geschult, logischerweise. Wir kannten keinen Glauben an Wunder. Daher war mir die Begegnung mit Johannes von Shanghai und seiner wunderwirkenden Kraft erst sehr unerwartet. Dann fragte ich einmal meine Mutter, sie war Lehrerin für russische und ukrainische Sprache. Mama, was ist das eigentlich, Gott? Und ich erinnere mich, dass es mir sehr seltsam vorkam, wie sie reagierte. Es schien mir fast, ihre Antwort klang irgendwie wie eine Ausrede oder was auch immer. Sie sagte, Gott ist Liebe. Doch um das zu verstehen und zu durchdringen, dauert es mitunter Jahre und manchmal braucht es auch nur ein Wunder, das alles verändert in deinem Leben. Dieses Wunder war für Rodion Nachapetov das erste Gebet an Johannes von Shanghai, das damals erhört wurde. In seinem Haus in Los Angeles sind solche Gebete nun ständig zu hören. Heiliger Johannes, hilf uns, heile unsere Krankheiten, hilf uns in unseren weltlichen Belangen und in der Familie. Ich werde Johannes von Shanghai immer dankbar sein und meiner Frau natürlich. Dafür, dass sie mir diesen kleinen, fragilen Mann zugänglich gemacht hat, der große Dinge vollbringen kann, auf geheimnisvolle Weise und für uns nicht nachvollziehbare Weise.
Dies ist ein erstaunlicher Mensch. Wir sind ihm des Dankes verpflichtet dafür, dass er so vielen zu Lebzeiten geholfen hat und jetzt auch noch vielen hilft, wenn es ihn nicht mehr gibt. Ein russischer Mönch, der in China und Amerika zu Ehren kam. Ein Mensch des 20. Jahrhunderts, der an den Eifer der ersten Apostel geglaubt hat. Ein Erzbischof, der sein ganzes Leben als armer Asket verbrachte. Die Heiligkeit, die in der modernen Welt als abstrakt und schwer zu fassen erscheint, für ihn ist sie Wirklichkeit geworden.